Hey, ja, meine Spätschicht ist vorbei. Ich trinke jetzt Proteine. Ja, normal. Ich habe ja heute auch noch ein Training Proteine getrunken. Aber jetzt auch noch. Mein Bauch ist schon eine Schwachstelle, muss ich sagen. Wird schon besser. Und also das disziplinierte Trainieren, das ist bei mir kein Problem, da bin ich diszipliniert dabei. Ich möchte auch Spaß mit zu schänden. Aber manchmal auf der Verzicht, das ist bei mir ein Problem, auf Sachen verzichten, wenn man definieren will. Ja. Und wenn man so mal echt so sich abgeschonden hat in der Schicht, was ich auch gerne mache, nach der Arbeit heimkommt, Feierabend ist, kommt so Nussecke vielleicht schon cool, um ehrlich zu sein. Ja? So das Kalt, wenn es so nah läuft, der Geschmack, das ist grandios. Ja? Und manchmal bleibt halt nicht nur bei einer Nussecke. Weil Nussecke hat ja 200, wenn so ein Weizenbier ist, das hat ja 250 Kalorien, das sind ja Kalorienbomben. Aber man muss darauf verzichten und deswegen trinke ich keine Nussecke. Ja? Aber wie mein Tag heute war, ja, Schichtübergang habe ich jetzt nicht so reibungslos gekriegt nach der ersten Schicht. Ich bin viel zu spät ins Bett gegangen. Ja, und dann habe ich nur 6 Stunden Schlaf gehabt, ich bin so um 7:30 aufgestanden, Frühstück, schnell ins Fitnessstudio und dann habe ich drei Bizepsübungen gemacht, also mit der natürlich auch aufgewärmt und einer von den 3 habe ich dann gefilmt. 3 Brustübungen gemacht und eine Unterarmübung und dann halt, ja, heimgegangen, mit dem Hund spazieren gegangen, mit dem Hundle, mich fürs Geschäft gekriegt und dann halt Spätschicht. Ja. Ja, jetzt gucke ich, dass ich gleich schneller ins Bett gegangen und ja, kann ja bis 8 in einen schlafen, dann machen wir den Haushalt laufen, im Hundle spazieren, gehen wir in die Spätschicht. Ja. Ja. I understand that there can be adjustments in that, and that free trade can be rebalanced and all those other things, but they're breaking something that did serve us, maybe not Ja, und but okay, and we had a really strong hand in building it, and now we're pretending like they did it to us. Sport ist für mich halt sehr wichtig, es macht auch Spaß, sich dort zu entwickeln. Und aber wenn der Muskelkater unter Schmerz einsetzt, dann merkt man, ja, ich habe was erreicht. Ja. Und das ist schon das, was man braucht. Und wenn man seine Grenze überwinden will, muss man auch zu seinen Grenzen stoßen. Also ein Dauerläufer, der sagt auch nicht, wenn er weiß, er kann so und so viel, muss man ein bisschen leise machen, ich muss gerade ein bisschen laut. Komm hier nicht mit zu Wort. Ja, ein Dauerläufer, der hört auch nicht auf, wann er nicht mehr kann. Ja. Wenn er noch kann, jetzt haben wir verschwätzt, ein Dauerläufer, der hört auch nicht auf, wenn er noch kann, sondern der läuft ja weiter, bis er nicht mehr kann, versucht weiter zu laufen, über seine Grenzen auszuwachsen. Wenn er schon nicht mehr kann, dann möchte er weiter, um über seine Grenze zu stoßen. Und das ist beim Gewichtheben auch. Ja. Man versucht immer beim Anfang immer so 10 bis 13 Wiederholungen pro Satz zu machen. Da tut man ja das Gewicht höher und irgendwann baut sich ja die Wiederholung im Satz ab, umso höher das Gewicht wird. Ist ja logisch. Und beim Schluss muss das Gewicht so hoch sein, dass ich gerade noch so 2 Wiederholungen rauskriege. Und wenn es noch eine Viertelwiederholung ist, dann kann ich meine Grenze stoßen und dann halt irgendwann immer mehr Gewicht in die Hand nehmen für die und die Übung. Ja. Wenn ich aber gar nicht zu der Grenze komme und schon dann aufhöre beim Gewicht, wo ich gerade noch 5 Wiederholungen schaffe, wie kann ich dann die Grenze überwinden? Geht ja gar nicht. Ja. Ich muss ja schon zu der Grenze stoßen, um immer wieder Reize zu setzen, um die Grenze dann zu überwinden. Ja. Wenn ich dann ein Gewicht habe, wo ich dann immer 10 Wiederholungen mache oder 5 Wiederholungen mache, gerade noch, oder 10 Wiederholungen mache, da will ich ja nie an mein Limit kommen. Ja. Aber wenn ich ein Gewicht habe, wo ich dann gerade noch 1 Wiederholung oder 2 Wiederholungen rauskriege, oder
da bin ich am Limit. Und da kann ich irgendwann die Muskel so reizen, dass er halt in dementsprechend die Richtung dann sich formt, wie er will, und Leistung aktiver wird, dass ich dann mehr Gewicht nehmen kann. Da habe ich vielleicht vor einem halben Jahr Gewicht gehabt oder vor ein paar Monaten Gewicht gehabt, dann habe ich gerade noch eine Wiederholung geschafft. Und dann später kann ich mit dem Gewicht dann 5 Wiederholungen machen und dann kann ich schon meine Grenze ausweiten und mehr Gewicht nehmen. Ja. Wenn ich nicht zur Grenze stoße, dann kann ich ja nicht meine Grenze erweitern. Ja. Beim Joggen ja oder beim Dauerlauf auch so. Der will ja auch zu seiner Grenze kommen. Der hört auch nicht auf, wenn er noch kann, sondern der stoßt zu seiner Grenze beim Laufen, wenn er nicht mehr gerade versucht, da noch weiter zu kämpfen. Ja. Man hat ja seine erste Sätze, wo man ja dann 10 bis 13 Wiederholungen macht. Und durch das, weil man ja dann schwere Gewichte in dem Boot sich hat es dann auch ab. Ja. Da hat man halt ein paar Sätze, dann hat man dann 8 Wiederholungen oder irgendwann mal 5 Wiederholungen und so weiter. Ja. Man will ja sein Limit erreichen und da hat ja jeder andere Ziele. Wenn ich beim Anfang meine 10 Wiederholungen habe, am Schluss noch so schweres Gewicht habe, dass ich gerade noch eine halbe oder 2, 3 Wiederholungen raushaue, dann habe ich halt das erreicht, was ich will, ein total erschöpfter Muskel. Ja. Und jeder hat andere Ziele, also ich als Naturlauch, ja, wir bringen da jetzt, ja klar, will ich muskulös sein, aber will ja noch so leicht und so leicht sein, dass man da noch im Taekwondo steigern kann. Ja. Wenn ich jetzt so aussehe wie ein Urs und das sieht super aus, ja, wäre es für mich das Taekwondo nicht mehr so mit Springen und so das Optimalste, wo ich mich da noch reinwachsen will. Voll, ja. Und so hat halt jeder andere Ziele. Der Urs ist halt ein super Typ, der ist halt ein Bühnenathlet und reißt das ein. Auf der Bühne reißt er halt da was, aber will ja nicht auf die Bühne. Ja. Ich will halt hübsch aussehen für die Frauenwelt und das nutzen für den Kampfsport. Natürlich will ich massiv und stark sein, aber alles nur mit Maß und Ziel halt. Ja. So dass ich halt noch beweglich bin fürs Taekwondo und dass ich halt noch attraktiv aussehe. Ja. Und vor allem ist es halt ein innerer Halt. Es ist ja nicht nur was Optisches ins Fitnessstudio zu gehen, es gibt ja innere Werte. Es gibt ja einen Halt mit, du musst ja diszipliniert irgendwo bei der Sache sein. Du hast dann auch deinen Bekanntenkreis oder dein Umfeld, wo man da aufbaut in die Gyms. Ja, und auch, wenn mal was nicht klappt, auch mit dem Frust umgehen. Ja, und dann halt einfach nächstes Mal wieder da standen und das nochmal probieren. Das hast du im Fitnessstudio beim Gewichtheben, Presser, Drücker, Reise, das hast du bei Martial Arts. Ja, einmal, und dann gibt es Tage, da bist du mal voll fit, da gibt es Tage, da läuft nichts, das hast du in jedem Bereich. Ja. Und ja, und das ist auch, ich bin mit Frieden, war ein super Tag, ein super Training und so, aber das sieht ja an jedem Blickwinkel anders aus. Ich habe schon Leute gehabt, die sind ja immer gestanden und haben gesagt, ja, so viel wie du möchte ich nicht, so viel Muskeln. Wenn aber einer von der Männerklasse 3 kommt, der sehe ja aus wie ein Lauch. Und wenn er aus einem Profi-Bodybuilder kommt, der sehe ja aus, als hätte ich gar nicht trainieren, als wäre ein Tischtennisspieler. Also, das sieht ja in jedem Blickwinkel anders aus. Aber wichtig ist halt, dass du auch mit dir selber zufrieden bist. Ja? Auch. Und dass halt einen Halt im Leben hast. Ja? Und das Gemeinschaftliche ist halt das, was auch wichtig ist im Sport. Ja? Dass man einfach auch das miteinander was unternimmt und weil wir gemeinsam sind wir viel stärker und auch niemand zum Außenseiter möchte. Ja?
Jetzt habe ich genug gelabert. Ich wünsche euch